Hallo zusammen, ich durfte das Walking Pad R2 testen, ein klappbares und eines der beliebtesten Laufbänder der Walking Pad-Reihe. Das hat den Grund, dass es ein Hybrid-Laufband ist, auf dem du im Walk-Modus ohne Griff bis 6 km/h und im Run-Modus mit Griff bis zu 12 km/h laufen kannst. Ob es im Praxistest hält, was es verspricht, erfährst du in diesem Testvideo. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für dich als meinen Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Auch in dem Video habe ich später noch etwas für dich. Das Laufband wird fertig montiert geliefert und hat aufgeklappt eine Länge von 145,2 cm. Es ist insgesamt 72 cm breit und hat mit maximal ausgefahrenem Griff eine Höhe von ca. 132 cm. Die Lauffläche auf dem Band ist 120 x 43,9 cm groß und besteht aus 4 Schichten, die für mehr Stoßdämpfung und ein angenehmes Laufen beitragen sollen. Das maximale empfohlene Körpergewicht für die Nutzung liegt bei 110 kg. Das Laufband selbst wiegt 36 Kilo, mit Karton sind es 40,5 Kilogramm, was natürlich auch bei der Lieferung eine Rolle spielt. Fangen wir vorne an. Verschickt wurde das Paket mit TNT und geliefert wurde es mir von dem netten Lieferanten, der mir auch schon das Walking Pad X21 gebracht hat. Auch dieses Mal hat er mir geholfen, das Paket in den 3. Stock zu tragen. Das ist mir immer ein gutes Trinkgeld wert. Danke an der Stelle. Das Paket kam in einem sehr guten Zustand an und das Laufband war sehr gut und sicher verpackt. Wie vom Walking Pad gewohnt, machte auch das R2 direkt einen sehr hochwertigen Eindruck. Wenn du keinen festen Standort für das Laufband einplanst, ist auch der zusammengeklappte Zustand entscheidend für deine Lagerung. Im stehenden, zusammengeklappten Zustand verkürzt sich die Länge auf 16,2 cm. Die Höhe verkürzt sich mit eingefahrenem Griff auf ca. 100 cm und die Breite bleibt gleich mit 72 cm. Als Zubehör bekommst du eine Bedienungsanleitung, die auch einen deutschen Teil beinhaltet, eine Fernbedienung inklusive Batterie, Schmieröl, ein 1,95 m Stromkabel, einen Sicherheitsstecker und einen Inbusschlüssel mitgeliefert, mit dem du das Laufband hinten fester ziehen oder lockern kannst. Den Auf- und Abbau musst du einmal gesehen haben, weil es am Anfang etwas verwirrend sein kann. Wenn du das System einmal verstanden hast, lässt es sich gut damit arbeiten. Erstmal legst du das R2 auf den Boden, so dass das Display oben ist. Dann löst du links und rechts die Hebel, die ziemlich fest sitzen. Hier brauchst du etwas Kraftaufwand. Dafür hält der Griff natürlich im ausgefahrenen Zustand umso besser. Dann ziehst du einmal den Griff aufs Maximum aus und drückst die Hebel wieder nach unten. Auch hier musst du relativ feste drücken. Klapp danach die Lauffläche auf und justiere das Laufband vorne und hinten mittig, damit es keine Reibung mit den Seiten hat. Und schon hast du das R2 im Walk-Modus, bei dem das Laufband bis 6 km/h eingestellt werden kann. Um es in den Run-Modus zu bringen, musst du den Griff vorne an den Drehhebeln auf beiden Seiten bis zum Maximum lösen. Dann kannst du den Griff nach oben aufstellen und die Drehhebel wieder festziehen. Der Griff kann hier nur gerade fixiert werden. Du merkst am Widerstand, wenn der Griff noch nicht gerade steht. Also hier nicht mit Gewalt arbeiten. Wenn du leicht reinkommst, ist es richtig und dann ziehst du es einfach ordentlich fest. Dann kannst du den Griff loslassen und die andere Seite festziehen. Jetzt kannst du den Griff wieder senken, was nicht so einfach ist und etwas Übung benötigt. Dann ist das Laufband im Run-Modus und Geschwindigkeiten bis 12 km/h sind möglich. Das Zusammenklappen ist einfach. Als erstes musst du einmal die Lauffläche umklappen, dann den Griff wieder lösen und auf den Boden legen. Anschließend musst du den Griff wieder einfahren. Im Liegen funktioniert es übrigens auch leichter als im Stehen. Dann ziehst du die Hebel und Drehhebel fest. Danach kannst du es hochheben und verstauen. Hier siehst du, wie leicht sich das Laufband über die Transportrollen verschieben lässt. Wenn du dann mit dem Training fertig bist, kannst du es einfach zu deinen anderen Laufbändern stellen. Spaß, aber hier siehst du, wie gut es sich verstauen lässt. Die beiden hinteren Füße lassen sich in der Höhe verstellen, indem du sie ganz einfach herausdrehst. So kannst du leichte Unebenheiten ausgleichen. Hier zeige ich dir, wie du das Laufband das erste Mal startest. Wichtig ist, dass es schon aufgeklappt sein muss, bevor du es einschaltest, weil sonst elektrische Fehler entstehen können. Je besser du das Laufband behandelst, desto länger bleibt es dir treu.
Vor dem ersten Lauf solltest du die Fläche ölen. Das funktioniert am besten mit 2 Personen, aber ist auch alleine möglich. Schneide dafür die Kappe von dem mitgelieferten Schmieröl ab und klappe das Laufband halb auf. Verteile dann auf der gesamten Breite etwas Öl. Das schont das Laufband und reduziert die Reibung. Für dich hat es den Vorteil, dass es leiser und geschmeidiger läuft. Klappe das Laufband dann komplett auf und verbinde es mit dem Strom. Wichtig ist, dass der Safety-Stecker schon eingesteckt sein muss, damit das Laufband starten kann. Mit der Fernbedienung kannst du es dann einfach starten und gut 20 bis 30 Sekunden laufen lassen, damit sich das Öl schön auf der gesamten unteren Fläche verteilen kann. Hier siehst du meinen ersten Test ohne Schuhe im Walk-Modus. Es lässt sich angenehm laufen. Man spürt zwar den Mittelpunkt, an dem geklappt wird, unter den Füßen, aber das ist in meinen Augen nicht störend. Also bis 4 km/h zum schnellen Gehen würde ich es jederzeit auch ohne Schuhe nutzen. Hier hörst du, dass die Aufprallgeräusche relativ laut sind bei 6 km/h. Deshalb empfehle ich dir unbedingt eine dickere Gummimatte dazu zu kaufen, die dem stark entgegenwirkt. So wird es viel angenehmer für dich und deine Nachbarn. Das Laufband wippt zwar so etwas mehr durch die Auffangbewegung, aber in der Realität stört das nicht. Das Einzige, was sich dadurch störend ändert, ist, dass man das geschlossene Ablagefach am Griff durch das Wackeln etwas mehr hört. Das kannst du aber beseitigen, indem du es einfach aufklappst. Kommen wir zur Bedienung des Walking Pad R2. Da die Fernbedienung selbsterklärend ist, zeige ich dir kurz die App-Steuerung. Vorher möchte ich auch in dem Video kurz auf die App-Bewertungen eingehen. Diese sind nämlich aus früherer Zeit noch ziemlich schlecht und erst seit einem großen Update Ende letzten Jahres funktioniert sie wunderbar auf Android und iOS. Das ist mein drittes Walking Pad im Test und ich hatte bisher nicht einen Absturz oder irgendeinen Fehler. Lass dich also dadurch nicht verunsichern. Wenn das Laufband eingeschaltet ist, erkennt die App es automatisch und du musst es nur noch per Bluetooth verbinden. Dann kannst du es einfach über den Go-Button starten und nach 3 Sekunden fängt es bei 2 km/h an zu laufen. Die Geschwindigkeit kannst du in 0,1 km/h Schritten in der App anpassen. Über die Fernbedienung lassen sich übrigens nur 0,5 km/h Schritte einstellen. Die App lasse ich persönlich immer mitlaufen, allein schon um die Schritte zu messen. Nach jedem Lauf wird dann deine Gesamtleistung gespeichert und bei Bedarf an deine Gesundheits-App wie der Apple Health App übertragen. Kommen wir zu meinem Alltagstest. Ich laufe zum Beispiel nur am Schreibtisch. Das funktioniert wunderbar und lässt sich perfekt mit der Arbeit am PC verknüpfen. Wie du gerade gesehen hast, reichen 1,5 bis 2 Stunden bei 2,5 bis 3 km/h aus, um das bekannte und empfohlene 7.000 bis 10.000 Schritte Ziel zu erreichen. Beim Gehen ist das Walking Pad R2 sehr angenehm leise und man kann sehr gut dabei arbeiten. Das Laufen in Kombination mit Videos harmoniert auch sehr gut. Hierfür stelle ich das Laufband so weit vom Tisch weg, dass ich den Griff noch greifen kann, falls ich mich mal festhalten muss. So kannst du wunderbar Filme oder Serien schauen und währenddessen ein paar Kalorien verbrennen. Hier zeige ich dir noch, was passiert, wenn du den Safety-Stecker ziehst. Das R2 kommt umgehend zum Stehen. Wenn du die Power-Taste auf der Fernbedienung drückst, kommt das Laufband langsamer zum Stehen. Hier zeige ich dir kurz das Verhalten auf der Gummimatte nach dem Training. Das Zusammenklappen hat bei mir ca. 1 Minute gedauert. Die Transportrollen sind auch hier zu klein, um das R2 ordentlich auf der Matte zu bewegen. Sie sind zwar etwas größer als beim X21, wodurch du es immerhin semi-gut über das Gummi ziehen kannst, aber um es zu platzieren, muss ich diesen Trick anwenden. Auf normalen, dünnen Bodenschutzmatten wird das Bewegen darauf kein Problem sein, aber dafür bieten sie keine starke Dämpfung. Kommen wir zum Thema Lautstärke. Hier möchte ich dir noch schnell eine Dezibelmessung in meinem Büro bei allen Geschwindigkeitsstufen zeigen. Ich lasse den Sound im Hintergrund laufen, damit du einen ordentlichen Eindruck bekommst. Dazu blende ich dir einen Vergleich für die Lautstärke ein, falls du mit den Dezibelergebnissen nichts anfangen kannst.
Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem empfehle ich dir gerade in Mehrfamilienhäusern, dich um die maximale Geräuschreduzierung zu kümmern. Gerade ab dem Punkt, an dem du anfängst zu joggen. Wir haben in der Wohnung Laminat mit Trittschalldämmung, die natürlich auch nicht schaden kann. Dann eine schön dicke Gummimatte und es läuft sich entspannter und ohne schlechtes Gewissen. Unter den Voraussetzungen ist es gut im Ober- und Dachgeschoss einsetzbar. Kommen wir zu meinem Fazit. Das Laufgefühl ist sehr angenehm. Man merkt auch bei dem R2 wieder, dass die Walking Pad Schreibtischlaufbänder die höchsten Standards auf dem Markt haben. Ich fühle mich jederzeit sicher auf dem Band, was auch ein wichtiger Bewertungsfaktor ist, gerade bei Geschwindigkeiten über 6 km/h. Es gibt 3 Punkte, die in meinen Augen noch verbessert werden könnten. Nummer 1 sind, wie eben erwähnt, die kleinen Transportrollen. Nummer 2 ist der Faktor, dass der Safety-Stecker auch im Walk-Modus eingesteckt sein muss, obwohl er in dem Fall nichts bringt. Und Nummer 3 ist, dass der Griff senkrecht relativ schwer zu verstellen ist. Ansonsten liefert dieses 2-in-1 Laufband ab und ich bin sehr zufrieden mit dem Sportgerät. Es ist für dich geeignet, wenn du gerne am Arbeitsplatz dein Schrittziel erreichen möchtest oder dich einfach fit halten willst, ohne dich auf die 6 km/h zu limitieren. Bei Schreibtischlaufbändern ohne Griff ist es nämlich das gesetzlich erlaubte Maximum. Auch wenn du noch unsicher bist, ob du in Zukunft schneller laufen möchtest, ist das Modell eine Überlegung wert. Dank der Partnerschaft mit Walking Pad kann ich dir für das R2 einen 160 € Rabattcode anbieten. Diesen kannst du automatisch aktivieren, indem du dem ersten Link in der Videobeschreibung folgst. Der Betrag wird dann an der Kasse automatisch abgezogen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du Fragen hast und ob du schon Erfahrungen mit diesem oder anderen Schreibtischlaufbändern gemacht hast. Ich tausche mich sehr gerne zu dem Thema aus. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen und auch vielen Dank an Kingsmith für die Möglichkeit, das Laufband zu testen. Bis zum nächsten Video, alles Gute.